Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es ist soweit, die News kam raus zu EU10 und man kann auch die Valentins-Epics finden, wie ihr bereits vielleicht schon gesehen habt. Hier in der Taverne oder in der Post stand das Ganze auch schon und wir gehen das Ganze nochmal durch und möchte euch dazu natürlich nochmal ein paar Kleinigkeiten sagen. Ja, Valentinswoche und neue Welt EU10. Valentinssegen überschüttet euch mit Liebesgefühlen, ob frisch verliebt oder glücklich Single. Schon heute, den 12.2. bis zum Sonntag, den 18. erhaltet ihr Valentinssegen. Damit könnt ihr ein für euch maßgeschneidertes, amoröses Valentinsset finden. Jede einzelne Naht wurde von ihm, ja okay, gut, ihr seht schon, hier wurde viel auf jeden Fall geschrieben, lässt Herzen höher schlagen, blablabla, auf jeden Fall neue Epics, also das Valentinsset ist auf jeden Fall draußen für die Leute, die das nicht kennen. Schaut euch diesen Teaser an, da wurden nur die Epics nochmal gezeigt in einem Hochkant-Trailer für Instagram, also ist jetzt nichts Besonderes, großartig. Und dann haben wir hier, zudem öffnet sich am Freitag, dem 23.02. um 16 Uhr ein Portal zur neuen europäischen Welt EU10. Ja, und da haben natürlich jetzt mittlerweile schon sehr viele drauf gewartet und viele wollten auf dem neuen Jubiläumsserver spielen. Alle 10 Server ist das ja ein Jubiläumsserver, weil ja gerade Zahl und so. Ne? Erstellt euch bereits ab dem 16.02. einen Charakter auf der neuen Welt und erhaltet 25 Pilze, also könnt ihr euch schon vorab registrieren, euren Namen safen. Ihr könnt dann auch schon, wenn euer Account dort verifiziert ist, beziehungsweise mit eurem SF-Account verknüpft, könnt ihr da auch schon Pilze aufladen, bevor der Server natürlich überhaupt schon gelauncht ist, sodass ihr am Serverstart-Tag selbst dann nichts weiter machen müsst, außer zu spielen. Ne, das ist ein ganz cooles System auf jeden Fall. Und natürlich, wie jedes Mal, ist es ganz, ganz wichtig, so eine Vorbereitungsphase von EU10, beziehungsweise wer da vorhat, drauf zu starten, sich mit anderen Leuten zu connecten, mit anderen Leuten sich auszutauschen, Gilden zu suchen, damit man am Start des Serverstart-Tags direkt in einer guten Gilde ist, wo man direkt durchstarten kann, weil sonst verpasst ihr die ganzen Gildenboni und dann steht ihr schon mal schlecht da. Das Wichtigste auf jeden Fall die Arbeit vorab und da helfen euch natürlich solche Plattformen wie zum Beispiel Discord. Da könnt ihr sehr gerne auch zum Beispiel auf meinem Discord vorbeischauen. Da haben gestern schon ein, zwei Leute nach einer Gilde gefragt, beziehungsweise halt Gildenleiter nach Mitspielern gefragt. Das Ganze habe ich euch mal unten in der Videobeschreibung beziehungsweise unten im Kommentar angepinnt. Da kommt ihr dann zu meinem Discord-Server, ne? Und wenn ihr dann hier runter scrollt, dann habt ihr eine Sektion Gilden- und Spielersuche und dort könnt ihr halt dann eben reinschreiben, beziehungsweise auch euren Discord verlinken, falls ihr habt. Da könnt ihr dann halt eben aktiv für eure Mitglieder auf EU10 werben. Könnt ihr euren Discord rein und dann könnt ihr euch da connecten. Oder ihr seid ein Spieler, sucht eine Gilde, ne? Dann seid ihr hier natürlich auch auf der richtigen Seite und dann könnt ihr euch auf jeden Fall hier untereinander anschreiben und dann schon vorab so ein bisschen, wo die Gilde hingehen soll, ne? Was da für Voraussetzungen sind. Ist es eine Free-to-Play-Gilde? Ist die Medium-Pilzer? Ist die Hardcore-Shroomer? Das muss natürlich vorher alles geregelt sein, ne? Weil ein Free-to-Play-Spieler hat natürlich in der Hardcore-Pilzer-Gilde nichts zu suchen, so, ne? Deswegen da auf jeden Fall, ich denke mal, da wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Ansonsten in der SF-Taverne, ich weiß gar nicht, ob hier schon F10, EU10-Channel ist, ich weiß es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, haben hier viele Leute auch schon zueinander gefunden. Deswegen das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten für alle Leute, die auch wieder neu sind hier auf dem Kanal, habe ich natürlich auch dieses Mal wieder empfehle ich euch dieses Mal wieder, meine Serverstart-Tipps und Tricks-Playlist auszuchecken. Jetzt habt ihr noch die Zeit bis zum EU10 Serverstart, euch da bestmöglich darauf vorzubereiten. Und da hilft euch und guidet euch natürlich diese Playlist hier 1A durch. Da sind Videos dabei, die sind teilweise schon ein bisschen älter, aber die sind immer noch aktuell, sag ich mal.
und falls die mal outdated werden, dann ja, werde ich die auch nochmal updaten irgendwann, außer jetzt zum Beispiel bei solchen Videos wie welche Klasse ist am besten im PvP, da fehlt jetzt zum Beispiel der Necromancer. Da müsste ich jetzt ein komplett neues Video einfach nur für eine neue Klasse aufnehmen. Aber ansonsten habt ihr viele coole Sachen drin. 10 Tipps für einen erfolgreichen Serverstart kann ich sehr empfehlen, das Video. Das kann man sich danach direkt auch reinziehen. 10 nützliche Dinge, die man wissen sollte, auch mit Fokus auf den Serverstart. Dann das Video hier, die Pilzpakete perfekt nutzen plus Festung und Unterwelt-Guide. Ja, ist ein underratedes Video, meiner Meinung nach, weil da wird euch Step by Step wirklich alles erzählt, wie ihr was zu machen habt, beziehungsweise wie ihr eure Pakete perfekt nutzt. Ihr bekommt ja Startpakete und Festungspakete, Unterweltpakete, wie ihr die am besten einsetzt, wie ihr die Festung in der Reihenfolge am besten ausbaut, wie ihr die Unterwelt am besten ausbaut. In der Unterwelt ist das so ein Blind, ihr braucht quasi nur dieses Video anschauen und da wird euch die Reihenfolge quasi schon so vorgelebt. Ne? Also da wird euch, das kann euch kein Guide irgendwo, sag ich mal, schriftlich wiedergeben, weil das halt in Videoform vorgemacht wird, wie ihr euer Unterweltpaket nutzt und wie ihr in welcher Reihenfolge das Ganze hier ausbaut. Ja, also das ist schon auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Sache, braucht ihr nur danach gehen. Ansonsten, wie gesagt, ist hier halt eben auch der Festungsguide mit drin. Wie nutzt ihr das Starterpaket? Das Starterpaket heutzutage auch in den meisten Gilden Pflicht. Kostet zwar natürlich auch schon natürlich Echtgeld, ne? Aber ist von den meisten Gilden heutzutage auch schon Pflicht, weil ihr halt eben da auch direkt mit einem Mount startet, direkt mit einem Trank startet, direkt mit 1000 Gold startet, was ihr auch direkt in die Gildenausbauten reinstecken solltet, sodass ihr am Anfang entweder 5 5er Ausbauten oder 6 4er Ausbauten habt. Ja, das wird von den meisten Gilden heutzutage schon verlangt, sag ich mal, die Low, Medium starten wollen. So, ne, und das wird hier nochmal im Detail erklärt. Und falls ihr natürlich auf EU10 aufladen solltet und mit Pilze spielen solltet, dann wäre ich natürlich euch auch sehr verbunden und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr natürlich auch vielleicht an mich denkt und da den Creator-Code Dorza beim Kauf der Pilze im Webshop eingebt. Deswegen vielen lieben Dank, Kuss an jeden von euch, der das Ganze macht und mich dadurch supportet. Und hier, wenn man hier weitergeht, dann sieht man hier nochmal die Reihenfolge der Festung, wie man das Ganze ausbaut. Also wie gesagt, ein sehr gutes Video, ne? Geht gerade mal 12 Minuten, aber ist so unendlich gut verpackt, sag ich mal, in der Reihenfolge von elementaren Features in dem Game, ne? Festung, Unterwelt, und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Ne? Dann ist hier in der Playlist auf jeden Fall auch noch ein Free-to-Play-Guide drin, ne? Der auch ganz gut ankam auf jeden Fall. Der Pet Guide ist gerade mal 5 Monate alt, das ist auch noch relativ neu und frisch noch alles, ne, wann man wo umzusteigen hat. Auch ein Feature, was abgedeckt wird hier in der Playlist, dann für für einen späteren Spielverlauf ein Legendary Dungeon Video, wo ich halt versuche, euch die bestmöglichen Glyphen zu zeigen und wie man am günstigsten durchkommt. Dann, wie gesagt, für die Leute, die noch nicht wissen wollen, welche Klasse sie spielen, das hier ist ein Video, wie ihr euch vielleicht dafür ein bisschen leichter entscheiden könnt, beziehungsweise welche Klasse am besten im PvP ist. Muss man dazu sagen, wirklich nur im PvP. PvE ist hier nicht mit drin enthalten. Da sind alle Klassen gegeneinander aufgelistet und wie stark welche Klasse gegen die andere Klasse ist. Ja, aber nicht im PvE-Bereich, das heißt Dungeons technisch wird das hier nicht aufgefasst, aber hilft euch vielleicht ein bisschen bei eurer Entscheidung, welche Klasse ihr spielen sollt. Also das Video auch in der Playlist. Wie gesagt, die Playlist verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung und auch unter den Kommentar angepinnt. Könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Dungeon Pause, wenn ihr wirklich Tryhard spielen wollt, ja, dann braucht ihr eine Dungeon Pause. Wie funktioniert das Ganze? Welchen Sinn hat das? Und was ist das überhaupt? Wird hier auch in diesem Video erklärt. Auch wichtig, wenn man ganz oben mitspielen möchte. Dungeon Pause auch auf jeden Fall was man nutzen sollte. Auch hier in dem Video erklärt. Und dann nochmal für alle Leute, ne, ganz zum Schluss, weil es immer Leute geben wird, die sich fragen, ey, der hat nach 2 Tagen irgendwie Stufe 200 auf dem Server erreicht. Das wird es auch wieder geben. Haltet euch fest, ja. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze hier auch nochmal im kurzen Durchlauf, sag ich mal, von Stufe 1 bis 220
in 75 Minuten auf einem alten Server, muss man dazu sagen, aber da sind natürlich die Gildenboni und die Ritterhalle natürlich deutlich, deutlich höher. Das heißt, die Steine sind auch viel, viel besser. Das heißt, es fällt auch leichter zu pushen. Aber das ist der Ablauf, wie das Ganze funktioniert, nur in verschnellerter Variante. Aber so funktioniert das Ganze auch auf dem neuesten Serverstart. Ne? Nur, dass man da halt sich eben vielleicht mal öfter equippen muss und das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr Pilze benötigt, als in dem Video hier gezeigt. Aber hier seht ihr live aufgenommen, wie man von Stufe 1 bis 220 in 75 Minuten gepusht kommt. Ja? Checkt das Ganze sehr gerne mal aus. Ne? Die Playlist, ich denke mal, das ist sehr gut für Einsteiger, Neueinsteiger oder Starter, die auf einem neuen Serverstart dabei sein wollen. Und deswegen, wie gesagt, unten auf jeden Fall der Link zum Discord und darunter dann halt auch der Link zu dieser Playlist. Und ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen helfen, vielleicht auch den Wiedereinstieg so ein bisschen erleichtern, wenn jemand wieder neu anfängt und in das Game reinkommt. Weil es gibt immer ganz viele Leute, die mir immer wieder schreiben, so, ey, ich habe hier seit Jahren nicht mehr gespielt, bin aber durch deine Videos auf das Game wieder aufmerksam geworden und habe wieder Bock bekommen, beim nächsten Serverstart mitzuspielen. Das gibt's bei jedem Serverstart. Und es freut mich auch wirklich sehr, dass es immer wieder nochmal Leute gibt, die das Game nochmal neu für sich entdecken, weil das Game ist halt nicht mehr das gleiche, wie es vor 10 Jahren das Game gewesen ist. Und es kamen in der Zeit so viele Sachen dazu, das muss man halt auch erstmal alles für sich neu entdecken und alles lernen, weil das kennt man ja von damals alles gar nicht so. Ne? Oder halt eben Leute, die von Anfang an mit mal dabei sein wollen, ne? Und nicht irgendwie auf einem alten Server starten sollen, sondern auf einem brandneuen. Deswegen, es gibt auf jeden Fall genug Anlaufstellen und da versuche ich euch auf jeden Fall so ein bisschen dann an die Hand zu nehmen und die ersten Schritte erfolgreich in dem Game zu bewältigen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist es auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es halt eben jetzt mittlerweile halt auch so einen Webshop gibt, wo ihr euch halt drüber verbindet. Ne? Und in diesem Webshop ist es halt auch ganz wichtig, bekommt ihr halt eben die Pilze zu alten Konditionen. Das heißt, wenn ihr da ein 100-Euro-Paket aufladet für 3000 Pilze oder halt zum Event 3600 für 100 Euro, ne, dann bezahlt ihr halt auch eben 100 Euro. Auf Steam, iOS und Android kostet das Ganze 20% mehr. Da kosten 3000 Pilze nicht 100 Euro, sondern da kosten 3000 Pilze 120 Euro. Deswegen auch nochmal ganz wichtig für alle Leute, die das noch nicht mitbekommen haben sollten. Da gibt es nämlich auch immer wieder Leute da draußen, die dafür dankbar sind, dass ich das nochmal erwähnt habe und nochmal in einem Video gesagt hatte. Auch wenn das der eine oder andere von euch natürlich schon das 10. Mal oder so gehört hat, ne? Gibt es immer wieder Leute da draußen, die das noch nicht gehört haben, und deswegen ist das für die halt eben auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man über diesen Webshop halt eben auch Pilze aufladen kann und das halt deutlich günstiger ist als eben über die normalen sag ich mal, Pilzangebote von Steam, iOS und Android. So, und hier seht ihr halt eben, hier kosten halt eben 3000 Pilze 100 Euro und nicht 120 Euro wie auf den genannten Plattformen. Und wenn ihr halt eben hier auf den Creator Code geht, dann seht ihr halt eben, könnt ihr das Ganze eingeben und dann weiter zum Checkout gehen, dann sollte der Name grün erscheinen und dann könnt ihr hier auch eben Pilze aufladen und ich bekomme da halt auch noch mehr kostenfrei einen Teil davon ab, was dann halt auch wieder in weitere Projekte fließen kann, in Giveaways für euch, also ihr habt da eventuell auch wieder was davon in Zukunft oder nicht eventuell, ihr habt davon was in der Zukunft, ne? Dann sammeln wir natürlich auch im Hintergrund wieder Spenden für gemeinnützige Organisationen dieses Jahr, was wir halt eben auch letztes Jahr gemacht haben. Deswegen da ist auf jeden Fall das Ganze dann auch sinnvoll verwendet. Ne? Ihr könnt natürlich auch das Ganze zu 100% Player geben. So gibt es halt 95% Player und 5% bekomme ich da halt eben von ab. Und deswegen, vielen lieben Dank, wer mich da supportet auf dem Wege, wer das Ganze macht. Und da bin ich euch tausendfach dankbar. Das ist ein riesen Support. Und deswegen, danke für alles, Leute. Und ich wünsche euch viel Spaß auf EU10, viel Erfolg mit dem Serverstart. Und ich bin da definitiv auch am Start diesmal. Ich werde das Ganze auch live streamen. Ich habe da tatsächlich auch den Tag mal frei, ausnahmsweise, und kann da mal live
live bei einem Serverstart dabei sein. Ist auch schon lange her, das letzte Mal. Und freue mich da auf jeden Fall auf euch. Und genau, das war es soweit erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen weitergeholfen. Für den einen oder anderen war das eine kleine Stütze. Und ja, soweit, so gut und verabschiede mich. Bleibt gesund, bleibt stabil, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.